Elvis Presley 1973 auf dem Höhepunkt seiner Live-Karriere, Aloha from Hawaii, diese sensationelle Live-Show aus Hawaii gerade hinter sich gebracht. Aber hinter den Kulissen passiert etwas Ungewöhnliches. Ein Album erscheint mit Songs, die überhaupt nicht für dieses Album geplant waren. Was, wenn ich dir sage, dass das Album Elvis, auch Fool-Album genannt von 1973, eigentlich ganz anders geplant war, als es tatsächlich erschien? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich nach dem Intro starten wir. Here's Elvis Presley. Ja, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Gerd. Letzte Woche gab es kein Video von mir. Einige haben mich vermisst. Das rührt mich und freut mich natürlich auch. Ist schön, wenn ihr jeden Sonntag auf meine Videos wartet. Aber diesen Sonntag bin ich wieder da. Letzten Sonntag hatte ich bei uns unser Heimatfest und da bin ich immer voll mit meiner Band involviert. Und ich kann euch sagen, ich habe sogar Elvis live gebracht. Ganz kurzer Schnipsel. Aber nun zur heutigen Show. Laut internen RCA-Aufzeichnungen war das neue Elvis Presley-Album, das 1973 erscheinen sollte, als ein zweiteiliges Album geplant, als ein Studioalbum und auch als ein Live-Album. Elvis nahm für dieses Album Titel auf wie Fool, übrigens eine James Last-Komposition, oder Where Did I Go From Here. Dazu kamen noch Live-Versionen von Songs, die Elvis für das Aloha from Hawaii TV-Special für die US-amerikanische Ausgabe extra nach Aloha from Hawaii noch in der Konzerthalle aufgezeichnet hatte. Darunter Songs wie Blue Hawaii, Ku'uipo, Ku'uipo, I love you more today than yesterday. Aber auch Songs wie Early Morning Rain. In the early morning rain. Und RCA hatte sogar noch von dem bis dato nicht veröffentlichten Elvis Madison Square Garden Konzert Reconsider Baby live mitgeschnitten und für dieses Album auch vorgesehen. I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home sometime. Ich zeige euch in der nachfolgenden Tabelle einmal die Gegenüberstellung, wie dieses Album ursprünglich erscheinen sollte und wie es tatsächlich dann erschien. Ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Felton Jarvis, der Produzent von den Elvis-Platten, griff in den Prozess aktiv ein. Er verwarf diese ganzen Titel, die aus der Aloha from Hawaii Show noch stammten, diese Halb-Live-Aufnahmen, und ergänzte sie um ganz andere Songs. Er entschied sich für ein paar sehr intime Songs, die Elvis zwar im Studio, aber alleine am Piano aufgenommen hatte. Nun, das hatte selbstverständlich auch seinen Charme. Die Songs waren bereits 1971 aufgenommen worden und sie sollten diese Live-Tracks von der Aloha Show ersetzen. Nun ist die Frage, war das eigentlich Elvis' Wille? Ging er damit konform? Oder hat RCA das über seinen Kopf hinweg entschieden? Schreibt es unten in die Kommentare rein, wie ihr darüber denkt. Nun, liebe Freunde, wir werden dieses Rätsel nicht lösen können. Es gibt keine Aufzeichnungen, in denen Elvis sich darüber äußert, über die Zusammenstellung dieses Albums. Wir wissen nicht, wie er wirklich darüber dachte. Aber diese Piano-Balladen, die spielte er weiß Gott nicht für einen Chart-Erfolg, sondern das war Elvis Presley in dem, was er fühlte. Diese Songs von Ivory Joe Hunter, die er 1971 alleine am Piano aufgenommen hatte, drückten viel über seine Empfindung aus, über seine Seele.
War es das, was er wirklich fühlte, oder war es vielleicht die Zuflucht vor dem großen Druck, der auf ihm lastete, wenn er einen Song wie I'll Take You Home Again, Kathleen, ein altes irisches Volkslied, rührend charmant am Piano einspielte? I'll take you home again, Kathleen. Das Album kam 1973 heraus und es war ein mäßiger Erfolg, um es einmal gelinde auszudrücken. Das Album lief in Europa besser als in den USA. Ich habe euch mal in einer Übersicht die Chartlistungen dieses Albums gegenübergestellt, dass ihr vergleichen könnt. Und wir sehen, dass das Album in den US-Billboard-Charts überhaupt nicht gut lief, in den Country-Charts dagegen wieder sehr gut und deutlich besser lief das Album vor allem auch in Großbritannien. In Deutschland wurde das Album in den Charts nicht mal notiert, also es fand hier auf keine große Resonanz. Erst Jahrzehnte später, im Jahr 2018, hat sich FTD, das Sammlerlabel von Sony, entschieden, dieses Album in der ursprünglichen Version herauszubringen auf der Doppel-LP Elvis Full Album, die wir 2018 von FTD bekommen haben. Ja, wie denkst du darüber? War dieses Album in seiner Zerrissenheit so geplant oder war es vielleicht einfach nur wieder RCA, das irgendetwas zusammengeschustert hat? Schreib's mir in die Kommentare und mich würde auch interessieren, welche Version dieses Albums dir persönlich besser gefällt. Die, wie sie erschienen ist, oder die, wie ursprünglich der Plan war. Ja, liebe Freunde, ich habe noch ein weiteres Thema in dieser Show. Was erwartet uns im August vom 15. bis 17.8. Wer Elvis Live-Musik erleben möchte, natürlich nicht mit Elvis, der sollte nach Bad Nauheim gehen, denn dort ist wieder das traditionelle Elvis-Meeting der Elvis Presley Gesellschaft vom 15. bis 17.8. in Bad Nauheim. Und ihr könnt dort Tagestickets buchen, ihr könnt ein Wochenendticket buchen, ihr findet das alles im Internet auf der Homepage. Also wer das noch nicht getan hat, lohnt sich vielleicht mal dorthin zu gehen. In Elvis Veritas wird selbstverständlich auch dort sein. Livebands, Fan-Mic, Classic Cars, Elvis Kino und Special Guests wie Linda Thompson, die langjährige Elvis-Freunde, werden zu Gast sein in Bad Nauheim. Dieses Festival wird aber in diesem Jahr auch einigen Fans ganz besonders unter die Haut gehen, denn vor wenigen Tagen, am 27. Juni 2025, ist ein ganz großer Elvis-Kenner und Elvis-Fan und ein ganz bekannter Mann in der deutschen Elvis-Szene leider von uns gegangen, Lothar Köhler. Ich bin von mehreren von euch darauf angesprochen worden, erwähne doch mal in deinem Video, dass Lothar Köhler gestorben ist. Das mache ich sehr, sehr gerne, also ich erwähne ihn sehr gerne, natürlich ist der Umstand ein trauriger, aber Lothar Köhler war ein ganz besonderer Mensch, denn er hatte einen unglaublich intuitiven Zugang auch zu Elvis. Er vertrieb auch selbst Elvis-Produkte, CDs, Bootleg-LPs. Ich habe ihn leider persönlich nicht gekannt, obwohl ich ein paar Mal mit ihm geschrieben habe, wenn ich Dinge von ihm bestellt habe. Lothar Köhler, ein ganz großer Fan der deutschen Elvis-Szene. Er ist für immer von uns gegangen, aber wir werden ihn auch beim Elvis-Festival in Bad Nauheim in guter Erinnerung behalten und seiner gedenken. Ja, und ein weiterer Todesfall ist zu vermelden, nicht direkt aus dem Elvis-Umfeld, aber doch möchte ich sie erwähnen, Connie Francis. Am 16. Juli ist sie im Alter von 87 Jahren in Florida gestorben. Was hat das mit Elvis zu tun, werdet ihr fragen. Natürlich, sie stammt aus der Rock'n'Roll-Zeit, sie ist sozusagen ein Zeitgenosse von Elvis, das steht außer Frage, aber es gibt eine interessante Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Elvis besuchte nämlich in Las Vegas eine Show von Connie Francis und Elvis' Mutter war zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange gestorben. Connie Francis sang ihren Klassiker Mama und während dieser Song erklang, verließ Elvis den Zuschauerraum. Für Connie Francis war das verstörend, denn sie wollte ihn nach der Show unbedingt treffen. Elvis schickte ihr am nächsten Tag ein Telegramm und einen Blumenstrauß und stellte klar, dass er nicht die Show verlassen hat, weil sie ihm nicht gefallen hätte oder weil Connie Francis nicht gut genug wäre oder was auch immer, sondern einfach, weil er zu Tränen gerührt war, weil er an seine eigene Mutter, an Gladys Presley, denken musste, die ja noch gar nicht so lange tot war zu diesem Zeitpunkt. Und dieser Song nahm Elvis so emotional mit, dass er den Zuschauerraum verlassen musste.
Das erste Mal, dass ich Elvis persönlich sah, war kurz nachdem seine Mutter gestorben war. Er saß im Publikum in der ersten Reihe im Sahara in Las Vegas. Weil ich das wusste, war ich unglaublich scharf darauf, ihn zu treffen nach der Show. Ich sang Mama und er fing zu weinen an und verließ den Showroom. Das war's für diese Nacht. Am nächsten Tag schickte er mir 2 Dutzend gelbe Rosen mit einer Notiz, wo er sich entschuldigte, dass er die Show verlassen hatte. Aber seine Mutter war gerade erst gestorben und das war der Grund. Er hielt den Song Mama einfach nicht aus. Ach, und noch etwas anderes über Elvis. Er war immer ein unglaublicher Gentleman, ich muss das sagen, zu mir und zu jedem anderen, den ich kannte. Elvis Presley und Connie Francis, 2 Ikonen, verbunden durch Musik und Gefühl. Ja, das soll es gewesen sein, liebe Freunde, für dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video teilt, wenn ihr weiter sagt, in Elvis Veritas, die Wahrheit hinter dem Mythos, das ist mein Kanal. Und wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es ein neues, brandneues Video mit einer spannenden Geschichte, Episode oder einen Review geben wird. Über einen Like, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich danke euch ganz herzlich, wünsche euch eine gute Zeit, seid Gott befohlen, bis zur nächsten Woche. Ciao und auf Wiedersehen und Servus, euer Gerd. Long live the King. You like that, huh? Connie Francis, das war doch die mit dem Barcarole in der Nacht. War sie das? Ja? Ich glaube schon, oder? Und dann hat sie doch noch einen Hit gehabt. Wie hieß denn das? Und da gab es nochmal das Medley, Jive, Connie Jive. Ja, Connie Francis müsste ich direkt mal wieder hören. Okay, man kann nicht nur Elvis hören, ne?